Es gibt kein Recht auf ein gesundes Kind, sagt Ex-Ministerin Ulla Schmidt. Herzlich willkommen bei Frau TV. Ein anderer Abgeordneter meint, das verstößt gegen das Recht der Frau auf seelische und körperliche Unversehrtheit. Ein hochemotionales Thema, das auch Parteien spaltet. Worum geht's? Heute hat der Bundestag über die sogenannte Präimplantationsdiagnostik debattiert. Im Kern geht es darum, einen gesunden Embryo auswählen zu dürfen, um eine Fehlgeburt oder eine Spätabtreibung und sinnloses Leid zu verhindern. Ja, und wenn man die Geschichte einer Frau hört, die so eine Spätabtreibung durchleiden musste, dann fragt man sich, was es da zu diskutieren gibt. Diese Geschichte erzählen wir Ihnen heute unter anderem. Alle Kinder, die sterben, hinterlassen für immer einen leeren Platz, auch wenn sie noch keinen Namen haben und auch wenn sich die Mutter bewusst gegen das Leben ihres Kindes entscheidet, weil es nicht lebensfähig gewesen wäre zum Beispiel. Der kleine Valentin hätte wahrscheinlich nicht länger als ein Jahr überlebt, mit schwersten Behinderungen und unter viel Leid. Seine Mutter Kerstin hat deshalb eine mutige, eine unendlich traurige, die schwerste Entscheidung ihres Lebens getroffen und hat ihn gehen lassen, nach 23 Wochen Schwangerschaft. Spätabtreibung nennt man das, aber der Begriff geht eigentlich völlig an dem vorbei, was eine Mutter in so einem Fall durchmachen muss. Und die Tatsache, dass so ein später Abbruch zu den letzten echten Tabus in unserer Gesellschaft gehört, über die weder Betroffene noch Mediziner gern sprechen, die macht es nicht leichter. Zu Hause ist es so, dass ich eigentlich das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist, eine Kerze für ihn anzuzünden. Dann gibt es halt eine Gedenkecke. Valentin war nicht geplant. Seine Mutter hatte beschlossen, ihn allein zu erziehen. Ich habe das Mama-Sein sehr genossen. Also schwanger zu sein, dieses Gefühl, Mutter zu werden, und habe mich mit vielen, vielen Dingen beschäftigt. So für die Zeit, wenn er dann geboren ist. Wenn man alleinerziehend ist, muss man ja doch einiges regeln. Und doch, ich habe mich sehr auf ihn gefreut. Alles verlief gut, bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Das Ergebnis einer Fruchtwasseruntersuchung ist erschütternd. Valentin fehlten beide Arme. Also sprich auch nicht, wie man das sonst schon mal kennt, dass irgendwelche Stumpen sind oder ähnliches oder verkürzte Ärmchen. Er hatte gar keine. Also er hatte Schlüsselbeine und Schulterblätter und dann hörte es auf, dann war da nichts mehr. Er hatte eine starke geistige Behinderung. Organisch war er soweit okay, aber nachdem man dann aufgrund der Fruchtwasserpunktion festgestellt hat, dass es sich um das Norman-Roberts-Syndrom handelt, was sehr, sehr selten ist, war mir auch klar, dass die Lebenserwartung auch sehr gering sein wird, nämlich zwischen 12 und 16 Monaten. Horror, Schock, also man fand das unfair, ungerecht. Man hat sich gefragt, gibt es einen Gott, gibt es keinen? Wenn ja, warum macht er das mit einem? Da gehen einem ganz viele Sachen durch den Kopf. Kerstin weiß nicht, was sie tun soll. Das Kind austragen oder abtreiben. Sie schreibt Briefe an ihren ungeborenen Sohn, um zu einer Entscheidung zu finden. Ich schreibe dir diesen Brief, weil es die einzige Möglichkeit ist, dir zu erklären, warum du diese Welt nicht entdecken wirst. Man wägt alle für und wider ab. Man versucht schon auch Argumente zu finden, dass man eben sich nicht irgendwie dazu hinreißen lässt, jetzt so aus dem Bauch raus eine Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich das hätte tun müssen, dann hätte ich mich wahrscheinlich immer für meinen Sohn entschieden. Und so habe ich halt auch zwischendurch mal den Kopf eingeschaltet, der mir dann eben zum Beispiel gesagt hat, dass es halt schwierig sein wird mit einem behinderten Kind als alleinerziehende Mama. Irgendwann gab es dann den einen Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Ich schaff's nicht, fürs Kind fand ich es in dem Moment nicht zumutbar und ich habe mich dann für einen Spätabbruch entschieden. Ich wusste, ich gehe dahin mit meinem Kind und ich gehe ohne mein Kind wieder nach Hause. Also es war furchtbar. Der Gedanke alleine war ganz, ganz schrecklich.
Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger. Ihr Kind muss sie tot gebären. Ein Kaiserschnitt mit Narkose birgt zu viele Risiken für die Mutter. Bis zum letzten Moment hätte sie sich dagegen entscheiden können. Doch sie bleibt bei ihrem Entschluss. Dann wird ein sogenannter Fetozid durchgeführt. Das heißt, es wird Kaliumchlorid wird in die Nabelschnur gespritzt, damit das Herz des Kindes aufhört zu schlagen. Und im Anschluss daran geht man dann ins Krankenhaus und wartet auf die stille Geburt. Also man bringt sein Kind ganz normal zur Welt, wie jeder andere Schwangere auch. Sonst sagt man vielleicht, gut, alle Schmerzen sind vergessen. Also jedenfalls habe ich das von vielen Müttern gehört. Ich habe nichts von diesen ganzen Schmerzen vergessen, weil am Ende schloss sich der Kreis nicht, indem ich was Schönes erlebt habe. Ihr Sohn Valentin ist hier beerdigt. Das ist ein Sammelgrab. Das bedeutet ein Tiefengrab, wo 2 Beerdigungen stattfinden, also auch 2 Särge eingelassen werden. Und nicht nur ein Kind pro Sarg bestattet wird, sondern ganz viele. Also Fehlgeburten, Totgeburten. Und bei meinem Sohn waren es etwas über 20 Kinder in einem Sarg. Damit eben das Grab nicht überfüllt wird bei so vielen Kindern, die bestattet werden, gibt es dann da hinten ein extra Steinfeld, wo man die selbstgestalteten Steine niederlegen kann, dass die auch alle gesammelt an einem Ort sind. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich so eine Anlaufstelle habe. Weil, um es mal krass zu sagen, wenn es das nicht geben würde, würden alle tot- und fehlgeborenen Kinder als Klinikmüll entsorgt werden. Und die Vorstellung finde ich ganz schrecklich. Und insofern ist es mir wahnsinnig wichtig, dass es diesen Ort gibt. Mindestens einmal in der Woche kommt sie hierher, nimmt sich Zeit. Wenn es das Wetter erlaubt, liest sie Valentin aus dem Kleinen Prinzen vor. Das ist ihre Art zu trauern. Ob sie noch einmal schwanger werden will, weiß sie nicht. Ich glaube nach wie vor, dass es für uns die einzig richtige Entscheidung war in der Situation. Für ihn und auch für mich. Also nur weil man Mutter wird, heißt das ja nicht, dass man sich als Mensch vergessen sollte. Und ich hätte genauso gelitten wie er, nur anders. Darüber redet man lieber nicht. Das soll man möglichst schnell hinter sich lassen. Und für das Kind ist es vielleicht auch besser so. Das sind alles Kommentare, die Betroffene nach einer Spätabtreibung zu hören bekamen. Kann man in Foren nachlesen. Manchmal sind andere Mütter vielleicht die einzigen, die einen in so einer Ausnahmesituation verstehen. Den Link zur Webseite von Kerstin beispielsweise finden Sie auf unserer Homepage. Weitere Infos und alles über Spätabbrüche und Sternenkinder unter vtv.de.